ich bin wieder auf dem Trail und heute bin ich total aufgeregt, denn vor einigen Tagen wurde die Formula Selva Coil, also die Stahlfederversion der Formula Selva, vorgestellt und ich habe sie heute an mein Rad geschraubt. Ich musste die unbedingt haben. Ich wurde mit der Lyric nicht so richtig warm. Ich meine, gut, ich hätte sie vielleicht ein bisschen länger fahren müssen, aber als die Coil-Version der Selva vorgestellt wurde, habe ich gesagt, scheiß drauf, die holst dir. So, und die habe ich jetzt an meinem Rad und ja, im Endeffekt unterscheidet sie sich nicht wirklich von den anderen Selva-Gabeln. Der einzige Unterschied ist, dass auf der Seite, wo normalerweise die Luftfeder drin ist, eine Stahlfeder drin ist. Original verbaut ist hier die Medium-Feder und oben hat man den Preload-Knopf, mit dem man dann halt die Vorspannung der Feder einstellen kann. Da muss ich ehrlich gesagt so ein bisschen bemängeln, dass Formula da nicht die Auswahlmöglichkeit gegeben hat, hier eine härtere Feder oder eine leichtere Feder einbauen zu lassen ab Werk, denn ich bin zu schwer für die Medium-Feder, das weiß ich jetzt schon. Ja, ich müsste eigentlich eine Hartfeder haben, aber gut, so ist es halt. Muss ich mal schauen, wenn die erhältlich sind, dass ich die dann auch einbaue. Auf der rechten Seite hat man ganz normal hier den Kompressionsknopf, Lockout. Was beim Lockout bei der also bei der Luftversion dieser Gabel immer bemängelt wurde, kann ich bei der Stahlfederversion dieser Gabel nicht wirklich unterschreiben. Bei der Luftfederversion war ja immer so, ja, wozu braucht man denn einen vollen Lockout bei einer Enduro-Gabel? Ja, bei dieser mit der Coil drin, also mit der Stahlfeder, braucht man den. Denn berghoch wippt die sehr stark. Die ersten 2 cm sind so sensibel, gut, das ist ja auch das Totschlagargument von der Coil-Gabel, die sind so sensibel, dass man berghoch richtig das Wippen drin hat. Und da war ich jetzt echt froh, dass ich den Lockout auch zudrehen konnte. Ja, ich habe auch gerade eben schon mal getestet so ein bisschen, ob ich sie zum Durchschlagen bringen kann. Ja, muss mal gucken, mein Gewicht ungefähr so fahrbereit 93, 95 Kilo, irgendwie so, je nach Plätzchenbedarf. Und ich habe es ein paar Mal geschafft, aber, und das ist super, das konnte ich bei der Lyric nicht so richtig feststellen, bei der Formula, wenn man den Kompressionsknopf reindrückt, man merkt wirklich einen krassen Unterschied zwischen voll auf und voll zu oder zwischen den einzelnen Stufen. Sie hat, glaube ich, 12 Klicks und ich habe jetzt 5 von ganz zu und damit habe ich dann wirklich auch Schwierigkeiten gehabt, bei dem einen Drop, den ich gerade gemacht habe, die Gabel zum Durchschlagen zu bringen. Also das heißt, das bringt wirklich was. Für den Bikepark müsste ich dann wahrscheinlich entweder eine härtere Feder einbauen, also die Feder so, die würde für meine Trails eigentlich wirklich zureichen, oder das CTS, welches noch mitgeliefert wurde, Standard verbaut ist das goldene, das blaue einbauen. Das hat eine höhere Kompression am Ende, Progression am Ende, Entschuldigung. Ja, und ich denke, damit würde man dann auch ganz gut fahren. Vielleicht wäre sogar Medium für mich ganz gut. Muss ich ein bisschen abnehmen. Jetzt so kurz vor Weihnachten, vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Egal. Ich werde jetzt hier so einen schönen Trail runterfahren, wo man dann auch ein paar mehr Wurzeln hat. Ich werde die Kamera ein bisschen woanders aufstellen, dass man dann auch mal ein bisschen so die Gabel einfedern sieht. Und ja, die Performance kann man dadurch nicht wirklich beurteilen, aber es ist schon mal ein schönes Video, ne? Wenn man sieht, wie eine Federgabel ein- und ausfedert. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, also hier der Trail. Der obere Teil ist noch fett mit nassen Blättern voll. Mal schauen, wie es unten ausschaut. Boah, geil! Wahnsinn! So, noch anhalten. Oh, kann man gar nicht richtig bremsen auf den Blättern. Boah, geil, geil, geil. Also, das, was ich schon beim Coildämpfer am Santa Cruz, also Mega Tower hinten, bemerkt habe bei der ersten Ausfahrt, das merke ich jetzt auch mit der Coilgabel. Also sowas von geil! Die federt so die kleinen Wurzeln und die etwas größeren Wurzeln sowas von weg. Dann kommt man sich vor, als würde man ja einfach auf dem, ja, ein bisschen übertrieben jetzt, aber auf der Straße fahren. Also das ist so cool. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das hier so sehen kann. Die ganzen Federn. Ach, ich bin schon total federverseucht. Die ganzen kleinen Wurzeln hier. Also das macht echt Spaß. Wirklich.
Und das, was ich bei der Lyric so ein bisschen bemängelt hatte, dass es gab so irgendwie so eine Disbalance. Vorn ist die Gabel über die Wurzeln geholpert und hinten hat der Hinterbau alles platt gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, vorn macht die Gabel auch alles platt. Es sind zwar nur, in Anführungsstrichen, 160 mm Federweg, aber so wie Formula mir direkt auch geschrieben hat. Es kommt meistens gar nicht mal so auf die Größe des Federwegs an, sondern die Performance des Ganzen. Und die ist hier, so wie ich das auf der ersten kurzen Abfahrt schon beurteilen kann, sehr gut. So, ich werde jetzt die Kamera hier irgendwo aufstellen, gucken, ob man dann schöne Bilder bekommt und hier ein bisschen runterfahren und das Ganze aufnehmen. Hüpp. Voll nervig, hier mal wieder hochzulaufen. Also, wenn man was testen möchte und hier runterfährt, dann hier wieder hochschieben, mache ich jetzt nicht nochmal. Ja, bin schon auf dem Weg nach oben zu einem anderen Trail, der mir auch sehr gut gefällt. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, ich habe den Lockout offen von der Gabel und auch wenn ich versuche, wirklich einen runden Tritt zu fahren, man sieht schon, wie ordentlich sie einfedert. So mache ich den Lockout zu, habe ich eine starre Gabel. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, wenn man hier so Teerstraßen hochfährt, die doch einen ordentlichen Anstieg haben, ist der Lockout nicht so übel. Muss man da nur nicht vergessen, wieder aufzumachen, wenn man runterfährt. So. Ja, ich hoffe, man konnte auf den Zeitlupen ein bisschen was sehen. Oh. Und ja, ich fahre jetzt hier den Trail runter, erzähle noch ein bisschen was zur selber Coil und dann wünsche ich euch frohe Weihnachten, habt ein schönes Fest, feiert nicht so viel, fahrt lieber mehr. Ja. Gut, bis dahin viel Spaß mit dem Trail. Und da geht's. Ja, also ich habe die selber gewogen, als ich sie bekommen habe, also ungekürzter Schaft. Mit Achse waren es irgendwas über 2310, ohne der Achse 2220 oder 30, ich weiß es nicht mehr genau. Also das ist eigentlich ganz gut, die Angabe von Formula. Die haben die Gabel ja mit 2220 angegeben, also passt. Ei. Also Sprünge muss ich mit der Gabel noch ein bisschen üben. Ich habe gerade gemerkt, ich weiß auch nicht, was alle immer sagen. Ja, Stahlfederdämpfer, da hast du keinen Pop mehr. Ich würde irgendwie genau das Gegenteil bedeuten. Also das haut einen raus. Das ist Wahnsinn. Ja. Naja, im Lieferumfang der Gabel ist noch, hatte ich ja schon erwähnt, das blaue CTS und dann das CTS Tool, dann das Tool für die Federseite
dass man da die Feder wechseln kann, beziehungsweise dann auch umbauen, wenn man will, auf Luft. Und ja, noch so ein kleines Tool für ja, die rechte Seite, wo man den Lockout-Knopf dann abschrauben kann und so weiter. Dann ist noch Öl mit drin, sowohl das Öl für die Cartridge auf der rechten Seite als auch das Schmieröl für die ja, wenn man einen Gabelservice macht. Also ist schon richtig viel dabei. Und im VK kostet die Gabel 950, habe ich nicht bezahlt. Ja, also billiger noch als die Luftgabeln. Ich weiß auch nicht, warum die dann billiger ist. Vielleicht ist die Produktion anders, ich weiß es nicht. So, bin unten angelangt. Alles erzählt, was ich über die Gabel erzählen wollte. Ja, also macht schon einen guten Eindruck. Natürlich muss ich sie noch öfter fahren, um dann richtig drüber reden zu können. Aber ja, ich mag sie. Also jetzt schon mehr als die Lyric, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann würde ich sagen, ciao, nochmal frohes Weihnachtsfest, esst nicht zu viel Plätzchen. Und wobei, wenn ihr schwerer seid und dann am Berg oben, dann kommt ihr schneller wieder runter. Naja, egal. Schaut euch meine anderen Videos an. Wenn euch meine Videos gefallen, dann den Subscribe-Button drücken und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao!